All right, welcome to our brand new series called In the Light of Eternity. Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe im Licht der Ewigkeit. And so I want you to imagine that you're at the end of your life, Stell dir vor, du stehst am Ende deines Lebens, you've died, du bist gestorben and you are now brought before the throne of God. und jetzt stehst du vor dem Thron Gottes. And now God is going to judge, He's going to evaluate your life. Und jetzt will Gott richten, er möchte das Leben bewerten. And I want you to imagine that every person who you've ever known is also there. Und stell dir vor, dass auch jeder Mensch, den du jemals gekannt hast, auch da steht. There are your parents, Da sind deine your Eltern, grandparents, deine all your Großeltern, extended family, deine ganze Großfamilie, your brothers, your sisters. deine Brüder und Schwestern, There are your friends. deine Freunde, There are your teachers, your coaches. deine Lehrer, die dich gecoacht haben, There is your husband or your wife. dein Ehepartner, There are your children, deine Kinder, grandchildren. deine Enkelkinder. They're all there to find out, how did you live? Die sind alle da und finden heraus, wie du gelebt hast. Now, you shouldn't have an overly negative understanding of this, Man sollte da kein total negatives Bild von haben, because you're also there to receive your rewards. weil du auch da bist, um deinen Preis zu So empfangen. Jesus said, even if you gave like a cup of water in my name, you're going to get rewarded for Jesus that. hat gesagt, selbst wenn du einfach ein Glas Wasser in meinem Namen gegeben hast, dann wirst du dafür einen Preis bekommen. Okay, so that's just something really small. Das ist was ganz Kleines. Water in my name, you're going to get rewarded for Jesus that. hat gesagt, selbst wenn du einfach ein Glas Wasser in meinem Namen gegeben hast, dann wirst du dafür einen Preis bekommen. Okay, so that's just something really small. Das ist was ganz Kleines. Just a little good deed that you did, even that will be remembered on the judgment day. Eine kleine You're going to be gathered vor before. dem Thron Gottes. Natürlich geht es um dieses ultimative Himmel und Hölle. That's if we accepted or we rejected Jesus. Das ist die Frage, ob wir Jesus akzeptiert haben oder ihn abgelehnt haben. But those of us even who have received the grace of Jesus Christ, Aber diejenigen, die seine Gnade angenommen haben, still we're going to be judged for rewards. die werden auch nochmal genau angeschaut und es werden Preise verteilt. And the job of the church Und die Aufgabe der Gemeinde is to prepare you for that big day. ist, dass wir vorbereitet sind auf That's diesen our Tag. job. Das ist der Auftrag der Gemeinde. We have to get you ready for the big day. Wir wollen euch alle vorbereiten auf diesen großen Tag. You know, Martin Luther said there's only 2 days on my calendar. Martin Luther hat gesagt, es gibt nur 2 Tage auf meinem Kalender. Today and that day. Heute und den Tag. It's like, think of a coach who's training somebody to fight in like boxing or mixed martial arts. Stell dir einen Coach vor, einen Trainer, der jemanden trainiert, zum Beispiel in Boxing oder einer Kampfsportart zu kämpfen. Everything they do with that athlete is to get them ready for that fight. Alles, was sie mit diesem Athleten machen, bereitet den vor auf diesen Kampf. All the training they do Alles Training, was sie to do machen, with their diet, alles, wie sie essen müssen, their sleep, wie sie schlafen sollen, what times they have to be at training, zu welchen Zeiten die what trainieren, they're doing there, was sie da im Training machen, the bodybuilding that they have to do, alles also Muskelaufbau, den die machen you know, müssen, the practice fighting. die Übungskämpfe. It's all to get that person ready so that when they get into the ring, they're not going to get knocked out, they're going to win. All das soll die Person vorbereiten, damit, wenn sie im ernsten Kampf steht, sie nicht ohnmächtig geschlagen werden, sondern gewinnen. And everything works towards that big day. Und alles arbeitet auf diesen großen Tag hin. Think of a bride who's getting ready for her wedding day. Oder stell dir eine Braut vor, die sich auf ihren Hochzeitstag You know, all vorbereitet. the hard work that goes into preparing for that big moment. All die harte Arbeit, die in diesen großen Tag einfließt. You know, getting the dresses ready. Die Kleider You vorbereiten. know, what's the food going to be? Was soll gegessen Where's the werden? venue going to be? Wo wollen wir das halten? You know, going through all the hundreds of decisions that have to be made. Diese hunderte von Entscheidungen, die man da treffen muss. Everything is to have that big day. Alles läuft auf diesen großen Tag hinaus. And these days are all important. Und diese Tage sind alle wichtig. But there's one day that's more important than all these days. Aber es gibt einen Tag, der wichtiger ist als alle anderen. This is the day of all days. Der Tag aller Tage. The final day. Der letzte Tag. The last day. Der letzte Tag. It's that final moment where our whole life will be evaluated. Dieser endgültige Moment, wo unser ganzes Leben betrachtet And wird. everything we do before then
is to be ready for that day. Und alles, was wir davor machen, ist die Vorbereitung auf diesen Tag. And so some of that's quite hard. Einiges ist schwer. You know, when you have a wedding, there's hundreds of decisions to make. Bei einer Hochzeit gibt es diese ganzen Entscheidungen, die man treffen muss. When you're a fighter getting ready, you've got to train your body really hard. Wenn du ein Kämpfer bist, der sich vorbereitet, musst du deinen Körper wirklich hart trainieren. And if you're a person getting ready for the judgment day, there's a whole bunch of tough things that are going to happen as well. Und wenn du ein Mensch bist, der sich auf diesen letzten Tag vorbereitet, dann musst du auch durch viele schwere Sachen durch. But it's to get us ready, and that's what this whole series is about. Aber es soll uns alles vorbereiten auf diesen Tag und darum geht diese Predigtreihe. Because we will have failed you as the leaders of this church Weil als Leiter dieser Gemeinde tun wir euch keinen Dienst, when we did not get you ready for that big moment. wenn wir euch darauf nicht vorbereiten. And so that's our main job. Das ist unsere Hauptaufgabe. And I hope that this series is going to be a big help to you to get ready for that big moment. Und ich glaube, dass diese Predigtreihe da eine große Hilfe sein kann, darauf vorbereitet zu sein. Our memory verse for this series is from Romans chapter 8 verse 18. Unser Merkvers steht in Römer 8, Vers 18. It's, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Der heißt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. So there's a contrast that Paul makes. Da macht Paulus einen Kontrast. There's present sufferings, Es gibt die Leiden, in denen wir jetzt stecken, but there's future glory. aber diese Herrlichkeit von der Zukunft. Present suffering, Die Leiden der Gegenwart but future glory. und die zukünftige Herrlichkeit. And you might be suffering now, Vielleicht leidest du jetzt, but it's actually working for you this eternal weight of glory. aber das arbeitet an dir diese Herrlichkeit, die in Ewigkeit bleiben wird. And so this particular message is about relationships in the light of eternity. Und diese Predigtreihe geht jetzt um Beziehungen im Licht der Ewigkeit. Nothing more important than our relationships. Nichts ist wichtiger als unsere Beziehungen. So the announcement that I want to make Ich möchte eine Ansage machen, is that you are going to die. und zwar, du wirst sterben. Now, some people haven't realized that, Manchen ist das vielleicht noch nicht ganz bewusst. and the younger you are, the more that you probably haven't. Und je jünger du bist, desto weniger denkst du da wahrscheinlich drüber But nach. you are going to die. Aber du wirst sterben. Your life is not going to last forever here on earth. Dein Leben auf dieser Erde wird nicht ewig It andauern. is going to end. Es wird enden. And that's something that we should actually really be aware of. Und das ist etwas, was uns eigentlich präsent sein sollte. And you know, the older I get, the faster time seems to go. Und je älter ich werde, desto schneller scheint die Zeit zu laufen. People say time is a little bit like a toilet roll. Manche Leute sagen, Zeit ist ein bisschen wie eine Toilettenpapierrolle. The closer you get to the end, the faster it finishes. Je näher du am Ende bist, desto schneller braucht sie sich auf. You know, the older people are, the more they think time is going quickly. Je älter die Leute sind, desto mehr fühlt sich die Zeit viel schneller an. You know, when you're 2 years old, 1 day is a long time. Wenn du 2 Jahre alt bist, ist ein Tag ewig lang. You know, when you're in your 20s, maybe a year seems like a long time. Wenn du in den 20ern bist, ist vielleicht ein Jahr noch lang. But once you reach a certain age, you just realize that it's like you realize how quick it's all going. Aber wenn du ein bestimmtes Alter erreichst, merkst du einfach, wie schnell das vergeht. Especially when you have kids, Besonders wenn du Kinder hast, you realize how fast time is going as you watch them grow. dann merkst du einfach, wie schnell die Zeit vergeht, wie die aufwachsen. So you are going to die, we said, Du wirst irgendwann sterben and time flies. und die Zeit vergeht schnell. So that means you are going to die soon. Das heißt also, du wirst bald sterben. So not only are you going to die, Du wirst nicht nur sterben, but you're going to die soon. du wirst bald sterben. Now, some people think, oh, that's harsh to say that. Manche Leute sagen, oh Mann, das ist aber hart zu sagen. No, that's actually very gracious that I'm telling you that. Nee, das soll eine gnädige Ansage sein, Because then you can make the right reaction to that reality. weil dann kannst du da gut drauf reagieren, auf diese Realität. One of the ways that God's grace works in our lives Einer der Wege, wie Gottes Gnade arbeitet in unserem Leben, is He tells us about bad things coming so that we can make the changes we need. er sagt uns die schlechten Dinge, die kommen werden, damit wir Veränderungen vornehmen können, die uns darauf vorbereiten. So I looked up in Germany about the life expectancy, Ich habe ein paar Recherchen betrieben hier, wie die Lebenserwartung in Deutschland steht.
So for men, the life expectancy in Germany is 78.5 years. Die Lebenserwartung für Männer in Deutschland liegt bei 78,5 Jahren, Women, 83.4. Frauen 38,4 I'm Jahre. not sure why they're so much stronger. Ich weiß nicht, warum Frauen so An viel extra stärker 5 sind. years they get. Die kriegen noch 5 Jahre drauf. On average, they're expecting this year that it's, you could call it 82 years on average. In diesem Jahr erwarten sie, dass die Leute im Durchschnitt 82 Jahre alt So werden. that might sound, if you're 20, maybe that sounds like it's a long way off. Wenn du 20 bist, klingt das vielleicht noch ganz schön weit weg. But you know that there's about 1 million people who will die in Germany this year. Aber in Deutschland werden dieses Jahr ungefähr 1 Million Leute sterben. That's a lot of people. Das sind richtig viele. And they estimate that in this year, there will be, as you can see there, there's going to be 2,482 deaths per day. Und es ist geschätzt, dass in diesem Jahr 2023 2482 Tode pro Tag stattfinden werden. Which equals just over 103 people will die every hour. Das sind ungefähr 103 Leute pro Stunde. So a reality we just have to face is that death is coming. Eine Realität, der wir einfach ins Auge schauen müssen, ist, dass der It's Tod coming kommt. for all of us. Der kommt für uns alle. And it's coming probably sooner than we realize. Und wahrscheinlich kommt er schneller, als wir es denken. So how do we want to live in this little slice of time we have? Wie wollen wir also leben in diesem kleinen Stückchen Zeit, das wir haben? Especially in the light of eternity. Besonders im Licht der Ewigkeit. That our whole life is going to be judged by God. Dass unser ganzes Leben irgendwann vor Gott dastehen wird. Everyone is going to see what we really were and what we really did. Jeder wird einmal sehen, was wir wirklich waren, was wir wirklich getan haben. You know, regret eats up a lot of people on their deathbeds. Wisst ihr, die Reue zerfrisst viele Menschen auf ihrem Sterbebett. In one study that was done, 43% of regrets had something to do with relationships. In einer Studie, die unternommen wurde, kam raus, dass 43% von Bereuen auf dem Sterbebett etwas mit Beziehungen zu tun haben. People didn't regret how much money they had. Den Leuten war es nicht so wichtig, wie viel Geld It was- sie hatten People didn't regret how successful they were or weren't, oder wie erfolgreich sie waren oder vielleicht or nicht how waren popular they were, oder wie beliebt sie waren or about impressing people. oder wie viel sie Leute beeindruckt haben. Most of the regrets that people had at the end of their life had to do with their relationships and the choices they had made. Was Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereut haben, ging um ihre Beziehungen oder Entscheidungen, die sie getroffen haben. And so the big idea that I want us to go away with today Die große Idee, die ich uns heute mitgeben möchte, is that there's just one thing that we can take with us to heaven, ist also, dass wir nur eine Sache mitnehmen können and in that's den our Himmel. relationships. Und das sind unsere Beziehungen. And we will regret it bitterly if we squandered our chance to love well. Und wir werden es bereuen, wenn wir diese Chance, die wir haben, nicht genutzt haben, gut zu lieben. Now, I want us to really think about that. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken. You're not gonna take your nice iPhone to heaven. Du wirst dein schönes iPhone nicht mit in den Himmel You're not nehmen. gonna take your Insta account to heaven. Du wirst auch deinen Instagram-Account nicht mit You're in not den gonna Himmel take your nehmen. clothes to heaven. Deine Klamotten Your auch car to nicht. heaven. Dein Auto, Your house to heaven. dein Haus, Your bank account to heaven. dein Geld. You won't take that stuff. Das kommt nicht mit in den But you Himmel. will take your relationships and how you lived. Aber du wirst deine Beziehungen mitnehmen und wie du gelebt hast. And what a shame it would be to be filled with regret, not only on our deathbed, but on the day of judgment for how we had lived. Aber wie schade wäre das, wenn wir auf unserem Sterbebett voller Reue sind über unser Leben oder dann an diesem letzten Tag über das, wie wir das genutzt haben. So let's have a look at what the Bible says about this. Lass uns da reinschauen in die Bibel, was die dazu sagt. And you can either follow in your own Bible or look at the PowerPoint. Und ihr könnt das entweder in eurer eigenen Bibel mitlesen oder auf der PowerPoint. So we're going to read 1 Corinthians 13, which 1. is our key Korinther scripture. 13, das ist der Hauptvers für diese Predigt. It says, "If I speak in the tongues of men or of angels but do not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal." Da steht, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden könnte, aber ich habe keine Liebe, bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not love, I am nothing. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts.
If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. So all of the spiritual gifts, Alle diese geistlichen Gaben, all our great faith, all unser großer miracles that we Glaube, could do, Wunder, die wir tun können, great and powerful things. große und starke Dinge. But if it's not coming from love, it counts for nothing. Aber wenn es nicht aus der Liebe kommt, ist es umsonst. So what does love look like? Wie sieht Liebe aus? We read this from verse 4. Von Vers 4 sehen wir das. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf andere herab. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Die Liebe verletzt nicht den Anstand, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. So love here is defined basically as the fruit of the Spirit. Hier wird die Liebe definiert wie die Früchte des Geistes. It's the opposite of being selfish. Es ist das Gegenteil davon, selbstsüchtig zu It's sein. when we care about other people and we treat them well. Wenn wir uns um andere sorgen und die gut behandeln. It's not really dependent on our feelings. Es kommt nicht auf unsere Gefühle drauf an. It's not about whether someone deserves it. Es kommt nicht darauf an, ob eine Person das verdient. It's not whether they're a good person. Es kommt nicht darauf an, ob dieses eine gute Person ist. It's about how we choose to live. Es geht darum, wie wir uns entscheiden zu leben. That we choose to live in a way that treats other people well. Dass wir uns dafür entscheiden, Menschen gut zu behandeln. And then it goes on in verse 8. Dann geht es in Vers 8 weiter. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe Gottes Gedanken zu erkennen wird nicht mehr nötig sein. For we know in part and we prophesy in part, but when completeness comes, what is in part disappears. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Als Kind habe ich geredet, gedacht und geurteilt wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche oder kindische Wesen abgelegt. For now we only see a reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Aber einmal werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. So the day will come on the final judgment when all those other things pass away. Der Tag kommt also an diesem letzten Tag, wo alles andere wegfällt. And he says that Paul says we should put away childish ways of living. Und Paulus sagt, wir sollen diese kindischen Weisen zu leben ablegen. Now the Bible says on one hand that we should be like children, we should be childlike. Die Bibel sagt auf einer Seite, wir sollen wie Kinder sein, wir sollen kindlich sein. But we shouldn't be childish, we shouldn't be immature. Aber wir sollen nicht kindisch sein, wir sollen nicht unreif bleiben. You know, those parts where it's like where we make it all about ourselves. Da, wo wir nur selbstsüchtig sind. Where if we don't get what we want straight away, we have a temper tantrum. Da, wo wir nicht kriegen, was wir wollen, dann rasten wir aus. Where we don't play nicely. Wo wir nicht nett We spielen, can't share. wo wir nicht teilen, Can't wait our turn. auch nicht warten, wann wir dran sind Don't speak politely. und nicht freundlich reden. Okay? So all of these childish things need to be put away. All diese kindischen Dinge müssen weggelegt werden. And maybe also we learnt in our childhoods, we maybe got hurt, we got wounded. Und wir haben vielleicht auch gelernt aus unserer Kindheit, wo wir verletzt wurden.
Maybe we experienced rejection, which is the most common problem on planet Earth. Vielleicht haben wir uns abgelehnt gefühlt, was eines der häufigsten Probleme auf dieser Erde ist. This is the biggest problem that counselors deal with, Das ist das größte Problem, mit dem sich Therapeuten auseinandersetzen that müssen. people feel rejected. Dass Menschen sich abgelehnt Because we've fühlen, all experienced rejection on earth. weil wir alle Ablehnung erleben auf der Welt. Of course, some people worse than others. Manche noch schlimmer als andere. But because of all the wounds and the pains we've experienced, Aber weil wir so viele Wunden und Schmerz we erlebt can put haben, up like defense mechanisms. da bauen wir Mauern auf. We try and live our life so that we get through it, but it ultimately makes us self-centered. Wir versuchen uns so zu schützen, dass wir einfach noch durchs Leben kommen, aber letztendlich macht uns das selbstzentriert. Maybe they helped us when we were just a little child, Vielleicht haben uns diese Abwehrmechanismen geholfen als but now Kind, when we're an adult, they become unhelpful. aber jetzt, wo wir erwachsen sind, helfen die uns nicht mehr. So we need to put away these childish ways of living Da müssen wir das ablegen, wie ein Kind zu so that leben, we can become mature in love. damit wir reifen können in unserer Liebe, That we don't always make it about ourselves, but we can make it about others. damit es nicht um uns geht, sondern auch um den anderen. And not just about ourselves, but about the whole group or the whole family or the whole church. Und nicht nur um uns selbst, sondern auch um eine ganze Gruppe, eine ganze Familie, die ganze Gemeinde. So in verse 13 it says, and now these three remain, faith, hope and love, but the greatest of these is love. In Vers 13 steht, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. So nothing counts if it's not done in love. Nichts zählt, wenn es nicht in Liebe The getan wird. greatest is love. Die größte ist die Liebe. You know, one of the things is people in churches try and measure, like, what is maturity? Viele Leute in der Gemeinde versuchen mal so zu messen, was ist Reife? You know, what does a mature Christian look like? Wie sieht ein reifer Christ aus? The Bible gives one clear answer for that. Die Bibel gibt eine klare Antwort darauf. It's love. Liebe. Is that love is the highest expression of Die maturity. Liebe ist der höchste Ausdruck von Reife. Sometimes when we don't define holiness as love, we can get into all kinds of legalism. Wenn wir nicht Heiligkeit und Liebe miteinander definieren, dann kommen wir in Gesetzlichkeit. So love is essentially about people. In der Liebe geht es um Menschen. And this is the second greatest commandment. Das ist das zweite Gebot, das The zweitgrößte. greatest is that we love God, Das größte Gebot ist, dass wir and the Gott second lieben. one is that we love people. Das zweite, dass wir die Menschen And lieben. often the way we express our love for God is the way we love people. Und oft ist dieses, wie wir Gott lieben, der Ausdruck, wie wir Menschen lieben. So I did some research about these biggest regrets that people have when they die. Ich habe weiter recherchiert darüber, was die Leute bereuen auf dem Sterbebett. And so you can find a lot of very interesting articles that people report that people said from their deathbeds. Und da gibt es ganz viele spannende Artikel, was Leute auf dem Sterbebett gesagt haben. And so this is one of the biggest ones. Das Folgende ist eines der größten People Themen. say, I wish I hadn't held grudges. Die Leute sagen, oh, wäre ich nicht nachtragend gewesen. Because grudges are like emotional cancer. Weil dieses Nachtragen, das ist wie ein emotionaler Krebs. They take over the life of a person and then kill them. Die übernehmen das ganze Leben und bringen dich um. One of the fastest ways for a person to be unhappy is to have harsh judgments against others or even against themselves. Einer der schnellsten Wege, wie eine Person unglücklich wird, ist, dass sie ungerechte und harte Urteile über andere oder gegenüber sich selbst fällt. And so what happens is that bitterness comes out of that unforgiveness. Aus diesem Nicht-Vergeben-Wollen erwächst Bitterkeit. And then it says that it becomes like a root of bitterness that grows up like a tree. Und da steht in der Bibel, es wird wie eine Wurzel der Bitterkeit, die wächst wie ein Baum. And then it infects a person's whole life. Und dann betrifft das ganze Leben. Imagine instead of an apple tree, a tree of bitterness. Stell dir vor, nicht ein Apfelbaum, sondern ein Baum von Bitterkeit. And the fruit that comes off is also bitter, and then other people get it who eat that fruit. Und die Frucht, die davon kommt, ist auch bitter. Und wenn andere Leute davon essen, dann kriegen sie auch diese Bitterkeit ab. So forgiveness is the only way out of the trap of bitterness. Vergebung ist also der einzige Weg raus aus dieser Falle der Bitterkeit. You cannot pray your way out of bitterness. Du kannst deinen Weg da nicht rausbeten. You cannot fast your way out of Du bitterness. kannst dich da nicht rausfasten. You cannot go to therapy and get out of bitterness.
Du kannst auch nicht in eine Therapie gehen und dann aus der Bitterkeit kommen. You cannot sing worship songs and get out of bitterness. Du kannst nicht dich so viel Lobpreis singen, dass du da endlich rauskommst. There's only one way. Es gibt nur einen Weg daraus. You have to forgive. Du musst vergeben. And forgiveness will get you out. Und Vergebung holt dich daraus. Now, for some people, they've suffered tremendous injustices. Es gibt Menschen, die wirklich schlimmes Unrecht erlebt haben. And that's why it says in Romans 12 that we should not seek revenge, but hand over judgment to God. Und deshalb steht in Römer 12, dass wir selber nicht Rache suchen sollen, sondern Gott die Rache überlassen Because sollen. vengeance belongs to God. Rache gehört Gott. So sometimes there is a situation that requires justice, Es gibt Situationen, wo Gerechtigkeit notwendig ist. and God fully intends to give justice. Und Gott möchte da Gerechtigkeit But as bringen. long as you are the one trying to bring the justice, it will not happen. Aber solange du selber auf eigene Kraft versuchst, diese Gerechtigkeit zu bringen, kommst du So nicht you've got to weiter. hand it over to the judge Du musst es also dem Richter überlassen and let him sort it out, und warten, dass er sich drum kümmert. and then he can bring whatever form of justice or vengeance is necessary. Und dann kann er die Gerechtigkeit oder das Urteil bringen, das notwendig ist. And then you can be free to move on and live your life. Und dann kannst du frei sein, weiterzugehen und dein eigenes Leben zu leben. So I really want to encourage every one of us here. Ich möchte uns also ermutigen, Forgive those who have hurt you vergib denen, die dir wehgetan haben. and hand over vengeance to God. Und überlass Gott die Rache. The second big regret that people had on their deathbeds Das zweite große Bereuen, was Leute hatten, is that people said, I wish I had loved more. ist, dass Leute gesagt haben, ich wünschte, ich hätte mehr geliebt. You know, I think we're way too careful in love. Ich glaube, dass wir sehr vorsichtig sind in der Liebe. We have such a deep fear of rejection. Wir haben so eine große Angst davor, abgelehnt zu werden. Or there are people in our family or our friendship circle, and we just kind of take it for granted that they know that we love them. Und da sind Leute in unserem Umfeld, in unseren Familien oder Freundschaften und wir sagen, ach, das ist selbstverständlich, die wissen ja, dass ich die liebe. Or we feel embarrassed sharing our love. Oder es ist uns peinlich, unsere Liebe mitzuteilen. Maybe we didn't grow up in a family that did that. Vielleicht sind wir nicht in einer Familie groß Or geworden, in a wo das culture that gesagt didn't do wurde. that. Oder in einer Kultur, wo das nicht gesagt wurde. Or sometimes we listen to the advice of other people who don't love well. Oder wir hören auf den Rat von anderen Menschen, die selbst nicht gut lieben. But then we could come to the end of our lives and go, oh, I wish I had loved more. Aber dann können wir am Ende unseres Lebens ankommen und denken, ich wünschte, ich hätte mehr geliebt. So I want to encourage you, take chances in love. Also möchte ich dich ermutigen, sei mutig in der Liebe. You know, romantically and in all other kinds of relationships. Romantisch, aber in allen Formen der Beziehung. You know, sometimes I hear of a story of somebody who fell in love with someone and for 10 years never trusted themselves to show it. Und ich kenne Geschichten, wo Leute sich verlieben und über 10 Jahre sich nicht getraut haben, das zu zeigen. I think, what a waste. Da habe ich gedacht, was für eine Verschwendung. Show your love. Zeig deine Liebe. And then if you reject it, Und wenn du abgelehnt wirst, okay, well then the healing process can begin. dann kann der Heilungsprozess anfangen. Otherwise, you're going to be stuck for 10 years Sonst bist du 10 Jahre With a broken steckst du heart. fest mit gebrochenem and Herzen. the healing process will only begin 10 years later. Und dann fängt die Heilung 10 Jahre später So when do an. you want to be healed? Wo möchtest du sein? No, rather let us be big with love. Lass uns groß sein mit der Liebe. And in friendships, sometimes we think, oh, I don't know how much that person wants to be friends with me. Manchmal denken wir auch in Freundschaften, oh, ich weiß nicht, ob dieser Mensch mit mir befreundet sein So I'm just going möchte. to play it cool. Also werde ich ein bisschen cool sein. And then we always like zurückhaltend. Dann we hold back. And then we don't show our love. Und wir zeigen die Liebe nicht. And then that friendship never goes to the place it's supposed to be. Und dann kann diese Freundschaft sich nicht weiterentwickeln an den Ort, wo sie sein könnte. I really think we need to love people much more. Ich glaube, dass wir Leute viel mehr lieben sollten. And if people don't want that love, okay, that's their choice. Und wenn Leute diese Liebe nicht wollen, das ist ihre Entscheidung. But you know what? There is no shame in loving somebody. Aber es gibt keine Scham in Liebe.
Liebe verteilen. There's nothing wrong with you because you love someone. Es ist nichts verkehrt mit dir, wenn du jemanden liebst. Maybe that shows that there's something right with you. Vielleicht zeigt es, dass etwas stimmt mit dir, That you're a lover. dass du liebevoll That bist, you're the kind of person who can see the best in others. dass du diese Person bist, die das Beste im anderen sehen kann. So I would encourage you, show your love. Also zeig deine Liebe, Make time for people. mach Zeit für Leute. No one's just got time. Niemand hat einfach I don't Zeit. know anyone who's just got an abundance of time on their hands. Ich kenne niemanden, der einfach zu viel Zeit hat. So you got to make time. Also musst du Zeit machen. You got to prioritize. Du musst eine And Priorität you've got to setzen. be there. Und du musst da sein. And let's listen more. Lass uns mehr zuhören. Listen to the people we care about. Den Leuten, die uns wichtig sind, zuhören. Let's laugh more. Lass uns mehr lachen. Let's eat more. Lass uns mehr essen. So my encouragement for all of us is be bold in loving others. Ich ermutige uns also, sei mutig in deiner Liebe zu anderen. Be bold in loving others. Sei mutig in deiner Liebe. The third big regret that I discovered is that people said, I wish I had the courage to express my feelings. Die dritte große Reue, die ich da gefunden habe, war, hätte ich den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Most especially people said, I wish I told others how much I love them. Am wichtigsten war da, ich wünschte, ich hätte Menschen gesagt, wie sehr ich sie liebe. People said, I wish I had honestly expressed my feelings. Leute sagen, ich wünschte, ich hätte ehrlich meine Gefühle ausgedrückt. Now, you may not have grown up in a family or a culture that's very expressive. Du bist vielleicht nicht in einer Familie oder Kultur groß geworden, die besonders ausdrucksstark ist. So I realize it can be hard, Es kann schwer sein, but Jesus can help you. aber Jesus kann dir helfen. And we're not defined by our personality. Wir sind nicht definiert durch unsere We're not Persönlichkeit. defined by our family upbringing. Wir sind nicht davon definiert, wie wir We're aufgewachsen not sind. defined by our culture. Wir sind auch nicht durch unsere Kultur We're definiert. defined by Jesus himself. Wir sind durch Jesus Christus And selbst we live a definiert. kingdom culture. Und wir leben in einer And Königreichskultur. in a kingdom culture, we express our feelings. Und in einer Königreichskultur sagen wir unsere Gefühle. And so it's important that we can overcome this barrier and express those Es feelings. ist wichtig, dass wir diese Hürde überwinden können und die Gefühle sagen können. And to be able to say that very simple but powerful statement, I love you. Und diese ganz einfache, aber schwierige, schwerwiegende Aussage zu treffen, ich liebe dich. Or maybe to say other things which are words of respect or appreciation. Und auch andere Dinge zu sagen, Worte des Respekts oder der Appreciation, Wertschätzung, Dankeschön. You know, to be able to tell people, I really appreciate you. Leuten sagen können, hey, ich schätze dich so sehr, I'm so glad that I know you. ich freue mich so sehr, dass ich dich You kenne. make my life better. Du machst mein Leben besser. I think you're awesome. Ich glaube, dass du großartig bist. You're an amazing person. Du bist eine tolle Person. Like we need to say these kinds of things to people. Wir müssen das den Menschen sagen. I don't mean in some sort of superficial, mindless way. Ich meine das nicht irgendwie auf eine oberflächliche oder gedankenlose Art, No, but to say it in a very sincere way to people. sondern das ganz von Herzen auszudrücken And to try and be as specific as possible. und da so genau wie möglich zu sein. You know, the way you laugh fills me with joy. Die Art und Weise, wie du lachst, füllt mich mit Freude. When you smile, you light up the room. Wenn du lächelst, dann leuchtet der ganze Raum. The way you serve other people inspires me to be better. Oder wie du anderen Leuten dienst, inspiriert mich, das besser zu machen. And if we could just do this, I think we would make such a difference in other people's lives, but even our own hearts would change and get bigger. Und ich glaube, wenn wir nur das machen können, dann macht es einen großen Unterschied im Leben von anderen, aber auch unser eigenes Herz wird So da put größer. words to it. Also fass es in Worte. Say it. Sag es. Say it. Sag es. So be vulnerable in expressing your feelings. Sei verletzlich daran, deine Gefühle auszudrücken. You know, vulnerability is not something we're all signing up for, Verletzlichkeit ist nichts, für das wir uns unbedingt alle anmelden wollen. but it is the only way to truly love someone else. Aber es ist der einzige Weg, jemanden wirklich zu lieben. And there's no one more vulnerable in the universe than God. Und es gibt niemanden, der sich verletzlicher gemacht hat als Gott. So we're going to have to be vulnerable if we're going to love well. Also wir müssen uns verletzlich machen, wenn wir gut lieben wollen. The fourth big regret is people said, I wish I had stayed in touch with friends and family.
Die 4. große Reue ist, wäre ich nur mit meiner Familie und Freunden in Kontakt geblieben. You know, despite the fact that we have like all these different like varieties of social media, Obwohl wir so viele verschiedene Sozialmedien haben, somehow we also lose touch with people. verlieren wir trotzdem irgendwie den Kontakt mit Life Menschen. is busy, Wir sind zu beschäftigt and somehow relationships kind of just disentangle and we lose touch. und irgendwie verziehen sich die Beziehungen und wir verlieren den Kontakt. But people on their deathbeds regretted that they didn't stay in touch with friends and family. Aber auf dem Sterbebett bereuen die Menschen es, wenn sie nicht den Kontakt gehalten haben. So I want to encourage you to reach out to those people who you have on your heart. Also ich möchte dich ermutigen, die Menschen, die dir nah am Herzen sind, mit denen in Kontakt zu bleiben. It's never too late to reach out. Es ist nie zu spät, sich zu melden. And don't let the awkwardness stop you. Und lass Peinlichkeit dir keine Hürde sein. Don't let insecurity stop you. Lass eine Unsicherheit dich nicht bremsen. You know, just because it's been 20 years, don't let that stop you. Nur weil es 20 Jahre her ist, lass dich das nicht aufhalten. You know, say, I was just the other day, I thought of you and I just thought I would reach out to you. Und sag einfach, hey, ich habe diesen Tag neulich an dich gedacht und ich wollte einfach mal schauen, ob du noch da bist. How's it going? Wie geht's? You know, and you can just make that connection. Und stell diesen Kontakt einfach wieder her. So reach out and connect. Streck dich also aus nach Personen und stell den Kontakt wieder her. And the fifth and the last regret that people had, Die 5. und letzte Reue, die die Menschen hatten, they said, I wish I'd run with a better crowd. ist, ich wünschte, ich wäre mit besseren Leuten unterwegs gewesen. You know, people said, I wish I hadn't spent my time with those superficial, selfish people. Ich wünschte, ich hätte meine ganze Zeit nicht mit diesen oberflächlichen und selbstsüchtigen Leuten verbracht. I wish I had chosen better friends Ich wünschte, ich hätte mir bessere and Freunde spent time with ausgesucht those people, und hätte mit quality denen people. Zeit verbrannt, mit guten Leuten. worthwhile people. Leute, die es wert sind. Proverbs 13:20 says this. In Sprüche 13, Vers 20 It says, steht, he who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. da steht, wer mit den Weisen geht, der wird selbst weise, aber wer mit dummen Leuten rumhängt, der wird verletzt oder leidet. So seek out friends who share your values. Also such dir Freunde, die deine Werte auch teilen. Friends who make you better, not worse. Freunde, die dich besser machen, nicht schlechter. You know, why spend your time with those people who make you a worse person? Verbring doch nicht Zeit mit Leuten, die dich zu einem schlechteren Why Menschen not machen. make your best friends those people who bring out the best in you? Warum machst du nicht die Leute zu deinen besten Freunden, die auch das People Beste you aus dir respect. herausholen? Menschen, die du People you respektierst, admire. die du bewunderst. People who can show you a thing or two, how to live better. Die Menschen, die dir etwas zeigen können, wo du noch etwas besser lernen kannst. So that's what you should do. Tu das. Spend your life with worthwhile people. Verbringe dein Leben, deine Zeit mit Menschen, die es wert sind. I'm not saying we shouldn't be merciful to others, Ich sage nicht, dass wir nicht gnädig auch mit anderen sein but sollen. who are the core people that you've built into your life? Aber wer sind die Kernfreundschaften, die du in deinem Leben hast? Like, make them the best people possible. Geh sicher, dass das die besten Leute And then sind, die you will du hast. become more like those people. Und dann wirst du auch mehr wie diese Menschen werden. And you know, one of the ways that we can do this is by investing in people and making disciples. Einer der Wege, wie wir das auch machen können, ist, dass wir investieren in Menschen, dass wir Jünger machen. You know, Paul, when he spoke about people and the churches that he planted, Wenn Paulus über Menschen gesprochen hat und über die Gemeinden, die er gegründet hat, he said, they're my joy, they're my crown. dann hat er gesagt, die sind meine Freude, die sind meine Krone. And he spoke about how on the judgment day, that everything he was doing was to get them ready for that day. Und er hat gesagt, dass alles, was er tut, die vorbereiten soll auf diesen letzten Tag. And that he would rejoice when they did well. Und er würde sich freuen, wenn es ihnen gut geht. So who are a few people who you can invest your life in? Also welche Menschen hast du, in deren Leben du investieren kannst? You might think you've got nothing to give, but that's not true. Vielleicht denkst du hast nichts weiterzugeben, aber das stimmt nicht. Because you can pray for people. Du kannst für Menschen beten. You can care for people. Du kannst fürsorglich You can sein. share the scriptures with someone. Du kannst Bibelstellen mitteilen. You can encourage someone. Du kannst jemanden ermutigen. And if you've heard a sermon or two, you've got a whole lot of good ideas that you can pass on. Und wenn du 1 oder 2 Predigten gehört hast, dann hast du gute Ideen, die du weiterreichen So kannst. you've probably got way more to give than you think you do. Also hast du wahrscheinlich viel mehr zu geben, als du es glaubst. So who can you invest in? Also in wen kannst du Who can investieren? you make strong?
Wen kannst du Who stark can you machen? encourage? Wen kannst du Who can you ermutigen? build up? Wen kannst du aufbauen? Because this is one of the reasons God put us on earth. Das ist einer der Gründe, weshalb Gott uns hierher Not only gestellt to hat. be a disciple, but to make disciples. Nicht nur, dass wir sein Jünger sind, sondern dass wir auch andere zu Jünger machen. So Jesus is counting on us to be discipling other people for him. Also Jesus verlässt sich auf uns, dass wir andere Menschen auch zu ihm hin zu Jünger machen. So instead of spending your time with people who are dragging you down, making you worse, Also statt dass du mit Leuten rumhängst, die dich runterziehen, die dich find a schlechter few machen, good, trustworthy friends, finde ein paar gute, vertrauenswürdige and then Freunde. invest in some other people who could do with your help. Und dann investiere in ein paar Menschen, die mit deiner Hilfe auch was anfangen könnten. So let's look at those 5 points again. Lass uns noch einmal diese 5 Punkte zusammenfassen. So forgive those who've hurt you. Vergib denen, die dich verletzt haben. Number 2, be bold in loving others. 2, sei mutig in deiner Liebe anderen gegenüber. Number 3, be vulnerable in expressing your feelings. 3, sei verletzlich und drück deine Gefühle aus. Number 4, reach out and connect. 4, melde dich und bleib auch verbunden. And number 5, spend your life with worthwhile people. Und 5, verbringe dein Leben mit lohnenswerten Menschen. And this week, by chance, I heard this old song that I like called In the Living Years by Mike and the Mechanics. Und ich habe diese Woche ein altes Lied wieder rausgegraben und das gehört von Mike and the Mechanics. Das heißt In the Living Years oder zu Lebzeiten. And these are some of the words of this song. Und das ist der Text von dem Lied. It says, I wasn't there that morning when my father passed away. Das heißt, ich war nicht da an dem Morgen, an dem mein Vater verstarb. I didn't get to tell him all the things I had to say. Ich konnte ihm nicht sagen, was mir auf dem Herzen lag. I just wish I could have told him in the living years. Hätte ich es ihm doch zu Lebzeiten erzählt. Say it loud, say it clear. Sag es laut, sag es klar. You can listen as well as you hear. Du kannst so gut zuhören, wie du hörst. It's too late when we die Es ist zu spät, es zuzugeben, wenn wir sterben, to admit we don't see eye to eye. dass wir uns nicht in die Augen sehen konnten. So say it loud. Also sag es laut, Say it clear, sag es klar, say it loud. sag es laut. Don't give up, don't give in, and don't look away until it's too late. Gib nicht auf, lass nicht nach und schau nicht weg, bis es zu spät ist. What a tragedy if your father was to pass away Was für eine traurige Sache, wenn dein Papa stirbt and there was this huge gap between you und es eine riesige Lücke zwischen euch and you had gibt never done what you could to fix it, und du nie irgendwas unternommen hättest, das zu kitten to say what you needed to say, und da zu sagen, was gesagt werden musste. even if it was to say, Dad, I forgive you, Und wenn es die Worte sind, Vater, ich vergebe dir. or to say, Dad, I love you, Vater, ich liebe dich. or Dad, I'm grateful for what you did for me, Oder Vater, ich bin dankbar für alles, was du für mich to say, getan Dad, hast. I know you did your best. Vater, ich weiß, dass du dein Bestes gegeben hast. What a tragedy to just let that happen and we don't do something while we have a chance. Wie traurig. To make a decision to repair a relationship. Und ich habe das Gefühl, dass hier auch Leute sind, die diese Entscheidung treffen müssen, eine bestimmte Beziehung wiederherzustellen. Only you know who that person is you need to make it right with. Nur du weißt, wer dieser Mensch ist. And just as we close, I want us just to begin to think about, what is God wanting me to do? Und jetzt, während wir schließen, möchte ich, dass wir darüber nachdenken, was möchte Gott, dass ich tue? Such messages as these are useless without application. So eine Botschaft ist nutzlos, wenn man sie nicht anwendet. And the biggest relationship that we need to make sure is repaired is our relationship with God. Die größte Beziehung, die wiederhergestellt sein muss, ist unsere Beziehung mit Gott. And that's really where it all begins, Da fängt es alles an, where we receive His grace for everything we've done wrong. wo wir seine Gnade empfangen für alles, was wir falsch getan haben. And we stop being spiritual orphans and we become spiritual sons and daughters. Wo wir keine geistlichen Waisen mehr sind, sondern seine Söhne und Töchter. And that's why Jesus came.
Deshalb ist Jesus gestorben. He was sent by the Father Er wurde vom Vater gesandt as the Son als Sohn, to make us all sons and daughters of God, um uns alle in diese Sohnschaft Gottes, in diese Söhne und Töchter Gottes werden zu and to lassen. pay the penalty that stood between us and God. Und er hat den Preis bezahlt für das, was zwischen uns und Gott stand. So if you want to be restored in your relationship with God first, then pray this with me now. Also wenn du erstmal in dieser Beziehung zu Gott wiederhergestellt sein möchtest, dann bete jetzt mit mir. Jesus, thank you for dying on the cross for me. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben Thank you bist. that you've made a way. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast. You've opened the way. It's like a bridge back to God as Father. Du hast den Weg zu Gott, dem Vater, wiederhergestellt. So I ask that you would forgive me now. Ich bete, dass du mir jetzt vergibst, Wash me and make me clean. dass du mich wäscht und reinigst. Come and live inside of me. Komm und leb du in mir. Make me a son or a daughter of God. Mach mich zum Sohn oder Tochter Gottes. And Father, I come back home to you now. Vater, ich komme jetzt zu dir nach Hause. And I ask that you embrace me again. Und ich bete, dass du mich wieder in den Arm nimmst. And I choose to live with you forever. Und ich möchte für immer mit dir leben. And maybe for some of us here, we just got somebody who's coming to our mind. Und vielleicht ist für einige eine Person in deinen Gedanken. I really want you to do something about what the Holy Spirit's showing you. Ich möchte, dass du etwas tust mit dem, was der Heilige Geist dir zeigt. Remember I told you you can't pray, sing or fast your way into those things. Ich habe gesagt, du kannst nicht dich da rein singen oder beten oder fasten, etwas loszuwerden. If it's forgiveness, you just have to forgive them. Wenn es Vergebung ist, dann musst du If it's einfach vergeben. if it's to reach out, you got to reach out. Wenn du dich melden musst und da wieder Kontakt herstellen musst, dann musst du das tun. So what I'm going to do though is just give us a little time to think about it. Ich gebe uns jetzt einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. And I've actually got that song in the Living Years. We're going to listen to it. Und ich habe das Lied auch dabei, das wollen wir jetzt hören. And In the we're going to Living Years. just listen to that song. Und wir hören uns das Lied an. And then what I want us to do is to think about what stood out to you in the message. Und da dürfen wir darüber nachdenken, was hat für uns herausgestochen in dieser And Botschaft. what is the one thing you absolutely need to do. Und was ist eine Sache, die du unbedingt tun musst. And what I'm going to ask you to do is be especially brave Und ich möchte dich bitten, dann noch super mutig zu sein and just have a conversation with your neighbor about it. und einfach mit deinem Nachbarn da eine kleine Unterhaltung drüber hast. And then the second question, if it's like very like personal, obviously you don't need to say. Und natürlich, wenn die zweite Frage dir zu privat, zu persönlich ist, dann brauchst du das nicht sagen. But if you can say it, then that would be good. Aber wenn du es möchtest und sagen kannst, dann ist das auch gut. So let's listen to the song and talk to each other about it. Also lass uns das Lied jetzt hören und dann miteinander And at the sprechen. end of the song, we're going to close the service. Und am Ende des Liedes, da schließen wir den Gottesdienst. And then we're going to still have a time of ministry for those who would like to Und stay. dann kommt noch weiter auch eine Zeit mit Gott in Anbetung.